Hallo Leute, da bin ich wieder. Im letzten Video habe ich diesen rustikalen Couchtisch aus Fichtenholzbalken gebaut. Das Video könnt ihr übrigens am Ende des Abspanns anklicken. Jedoch hat meine Frau das helle Fichtenholz nicht gefallen. Der Tisch musste dunkler werden. Das kann man durch verschiedene Methoden erreichen. Ich habe mir 3 Probehölzer zurechtgeschnitten und sie mit 240er Papier abgeschliffen. Das erste Probehölzchen werde ich mit einem Hartöl behandeln. Und wie man sehen kann, kommt die Maserung schon zur Geltung, aber das ist mir immer noch zu hell. Man sieht zwar den Unterschied zwischen den 2 unbehandelten, und ich könnte es theoretisch noch mal trocknen lassen und dann noch mal rübergehen. Das wird vielleicht noch eine Nuance dunkler, aber das langt mir nicht. Im Baumarkt habe ich mir 2 Packungen von dieser wasserlöslichen Pulverbeize besorgt. Die erste in Nussbaum hell und die zweite in Nussbaum mittel. Die Beize ist auch ganz schnell angerührt. Man mischt die ganze Packung Pulver mit 250 Milliliter heißem Wasser, schüttelt das Ganze gut durch und lässt es dann kalt werden. Das ist alles. Die Holzprobe mit dem Hartöl fällt wie gesagt raus. Beim Beizen unbedingt Handschuhe anziehen und den Arbeitsbereich abkleben, da Beizflecken nicht mehr so leicht rausgehen. Mit einem Pinsel oder Schwamm wird die erste Probe mit Nussbaum hell aufgetragen. Das könnt ihr öfter wiederholen, um je nach Bedarf eine dunklere Farbe zu erreichen. Die zweite Probe ist Nussbaum mittel und ich muss schon sagen, mir gefällt das Nussbaum hell, besser. Das Ganze lässt man trocknen und dann zieht die Beize in das Holz noch tiefer rein und man sieht das Ergebnis besser. Das könnt ihr gleich sehen. Ja, hier kann man gut erkennen, links ist Nussbaum hell und rechts ist Nussbaum mittel. Los geht's! Nussbaum hell hat uns gut gefallen und genau so soll nun der Tisch werden. Und ich muss gestehen, je weiter ich mit dem Beizen vorankomme, desto mehr gefällt mir der Tisch. Die Holzmaserungen kommen sehr gut zur Geltung und je nachdem, wie stark die Farbsättigung werden soll, desto öfter muss man drüber gehen. In meinem Fall habe ich die Farbe etwas antrocknen lassen und bin ein zweites Mal drüber gegangen. Hier kann man ganz gut erkennen, die Beize ist noch nicht ganz trocken. Wie gesagt, danach bin ich noch an einigen hellen Stellen nochmal rübergegangen. Nach dem Durchtrocknen kann man den Tisch noch einölen oder wie in unserem Fall kommt noch eine Glasscheibe drüber. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Wenn ja, würde ich mich über Kommentare, einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Danke und bis zum nächsten Video. Ciao.